Hey Leute, Outpost Cologne TV hier, heute mit der 8. Folge von Yu-Gi Aha, der Faktenserie zum Kartenspiel. Ohne längeres Rumreden würde ich sagen, fangen wir auch direkt an mit den 10 neuen Fakten für diese Woche. Viel Spaß! Die Karte Marin, außergewöhnlicher Hund, basiert auf der Geschichte von Hachiko, einem Hund, der immer noch für Treue steht. Der Hund ist an sich immer zu seinem Besitzer zurückgekehrt, egal was passiert ist. Und es gibt tatsächlich einen Film, das heißt, wer die Geschichte verfolgen möchte, kann sich den mal anschauen. Das war auch noch nicht alles, denn es gibt noch 3 weitere Karten, die Marin sozusagen featuren. Und davon sind 2 jeweils in derselben Position. Das heißt, es gibt noch irgendeine Verbindung, aber die ist noch nicht erforscht. Das heißt, jemand kann vielleicht eine Kartengeschichte dazu entwerfen. Die Karte Gerümpel-Synchronisierer teilt sich den ersten Platz mit Ganex Controller für das Empfängermonster, was die meisten Synchros hat, für die es gebraucht wird. Und das sind insgesamt 5 an der Zahl. Ich lasse die hier mal so durchblättern, damit ihr seht, dass es tatsächlich auch 5 sind. Das Artwork der Karte Sichere Zone basiert tatsächlich auf einem Spiel von Konami, nämlich Gradius. Und da gibt es einen Endgegner, der Crystal Core heißt. Und man kann tatsächlich einen sicheren Spot sozusagen finden in den Tentakeln, um sozusagen sicher den Boss zu besiegen, ohne irgendwie Angst zu haben, getroffen zu werden. Und das sieht man gerade im Video, wie das funktioniert. Sehr interessant, dass eben diese anderen Spiele von Konami auch Einfluss auf Yu-Gi-Oh! Haben. Die Karte Kartenvernichtungsvirus wurde damals zum Sneak Peek des Sets Power of the Duelists versehentlich in seltenen Fällen als Promo herausgegeben, obwohl die Karte tatsächlich noch nirgendwo released wurde. Tatsächlich hat es sogar angekündigt, dass in der Shonen Jump Championship Series diese Karte dann eben als Promo veröffentlicht wird. Und ein paar Leute haben tatsächlich dann eben Glück gehabt und die Karte als Promo bekommen. Wurde natürlich dann noch nicht spielbar, aber das dann irgendwie zu haben, wenn die Promo dann draußen ist oder released wurde, ist natürlich schon ziemlich heftig. Wie gesagt, es ist aber nur in sehr seltenen Fällen so gewesen. Ein weiterer Fakt dazu, das Kanji, was auf dem Virus steht, bedeutet Shi, also Tod. Tatsächlich war die Karte in ein paar Videospielen eine Zauberkarte. Holy shit, wäre das broken. Und ist auch mit Cyberstein die einzige Preiskarte, die bisher verboten wurde. Und nicht zu vergessen, das OCG-Artwork ist auch nochmal komplett anders. Und wieso sie das im TCG verändert haben? Injektionsfee Lilly ist mit Spore und Gemeinsam sind wir stark die einzige Karte, die nur für ein Format auf der Bandlist war und dann eben wieder runtergenommen wurde. Das ist die kürzeste Zeit, in der man überhaupt auf der Bandlist sein kann, und die 3 Karten haben es eben geschafft. Zusätzlich hatte Injektionsfee Lilly im Original, also zum ersten Print, Kreuze anstatt der Herzen im Hintergrund. Das wurde aber wegen ein paar internationale Beschwerden geändert, auch eben im OCG, und zwar in Dark Beginning 2, und ab dann kennen wir es eben mit den Herzen im Hintergrund. Ich denke, das ist auch besser für den Flair der Karte. Die Karte Leuchtender Blauäugiger Drache braucht die Karte Blauäugiger Ultimativer Drache, um überhaupt erst beschworen zu werden. Tatsächlich kam der leuchtende Blauäugige Drache aber im August 2004 raus, und der ultimative Drache kam erst im Januar 2006 raus. Das heißt, musste knapp 1,5 Jahre warten, um die Karte überhaupt beschwören zu können. Ob die Karte dann gespielt wurde, ist natürlich dann eine andere Frage. Außerdem, es gibt für 5 von 7 Arten von Monstern mindestens einen 3-köpfigen Drachen. Das wäre Yamadron für ein normales Monster, der Montagedrache für ein Effektmonster, dann halt der blauäugige ultimative Drache als Fusion, der 3-köpfige Drache oder Trishula zum Beispiel, oder der atomare Schrottdrache für Synchros, Neo Galaxy Eyes Photon-Drache und Nummer C107 Neo Galaxy Eyes Tachyon Dragon, sowie eben die Nummer 57 dreiköpfiger Staubdrache. Das wären dann für die Exceeds. Was fehlt, sind eben die Pendelmonster sowie die Ritualmonster. Die haben noch keinen 3-köpfigen Drachen, und da eben der Appell an Konami: ihr wisst, was ihr zu tun habt. Da es die letzte Folge vorm Dezember ist, welcher ja im Prinzip für Weihnachten steht, jetzt noch ein Fakt zu einem Weihnachtsmonster, dem Weihnachtsunterweltler. Der heißt im Englischen nämlich Santa Claus, und die Referenz zum Weihnachtsmann ist ja offensichtlich. Jedenfalls ist im Englischen ja Santa ein Anagramm für Satan, also den Teufel, und darauf basiert eben auch die Karte. Außerdem sehr interessant, die Angriff und Verteidigung stehen für das Datum des ersten Weihnachtstages, wenn man die Nullen entfernt, also den 25.12.
Und das war's auch schon wieder von dieser Folge Yu-Gi Aha. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein, zwei Dinge dazulernen. Und wenn das so war, gebt doch dem Video einen Daumen nach oben und teilt es mit euren Freunden. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr am nächsten Freitag bei der nächsten Folge Yu-Gi Aha wieder reinschaltet. Und da würde ich sagen, bis dann.